Together we move. Herzlich willkommen zu unserem Workout. Heute habe ich Maxi Welzmüller von den FC Bayern Amateuren bei uns. Wir werden die nächsten 15 Minuten ein intensives Workout für den Rumpf und für die Beweglichkeit ausführen. Wir fangen im Stehen an. Die beiden Füße einfach ein bisschen breiter auseinandersetzen. Ganz bequem, Knie ein bisschen gebeugt. Genau. Becken ganz entspannt halten, beide Hände einfach so an den Hinterkopf nehmen. Und dann fangen wir an mit einer Bewegung nach rechts, links. Einfach den Rumpf ein paar Mal seitlich hin und her bewegen. Dann gehen wir mit der Bewegung etwas weiter, etwas tiefer nach unten. Und kommen dann zur Mitte. Und jetzt den Oberkörper einfach zur Seite rotieren, drehen. Nach rechts und links. Und dann kommen wir nochmal zur Mitte, strecken die Arme nach oben aus, machen uns einmal ganz lang. Jetzt auch die Beine strecken und den Oberkörper so ganz leicht ein bisschen weiter nach hinten überstrecken. Länge nach vorne bringen in den Bauchraum. Die Knie beugen und den Oberkörper ganz bequem so nach vorne in Richtung Boden absenken. Die beiden Hände kann man auf den Boden oder an die Füße bringen. Kopf, Nacken kurz entspannt. Und dann rollen wir nach oben auf. Rollen die Schultern nochmal nach hinten und dann geht es nach unten auf die Matte. Wir gehen in den Vierfüßlerstand, ganz bequem. Beiden Hände sind genau unter den Schultern platziert, die beiden Knie sind leicht geöffnet. Und dann lassen wir hier auch nochmal die Wirbelsäule so nach oben rund auswölben und in die andere Richtung in Streckung, sodass wir hier auch nochmal die Bewegung in der Horizontalen reinbekommen. Dann gehen wir von hier aus schon in die Vorbereitung für die nächste Übung. Wir setzen die Unterarme auf. Die Unterarme zeigen ganz gerade nach vorne und strecken die Beine aus. 1, 2. Bauchspannung. Ja, wenn das zu anstrengend ist, wenn man das noch nicht schafft, dann einfach die Knie kurz aufsetzen oder in dieser Position weiter üben. Ansonsten einfach hier die Beine so aufsetzen, den Brustkorb nach unten absenken und heben. Das machen wir 5-mal. Heben und senken. Nochmal Schultern vorbereiten. Die Knie aufsetzen, wieder zurückkommen in den Vierfüßlerstand, den Rücken wieder auswölben, dehnen und in die Streckung bringen. Das kann man auch einmal so mit den Händen nach innen machen, dass man so mit den Fingerspitzen zueinander zeigt. Dann kommen wir in den Kniestand, die beiden Hände nach hinten nehmen, hinten die beiden Hände zusammennehmen und dann richtig die Schultern weit nach hinten nehmen, Kopf nach oben heben, ausdehnen. Und langsam zurückkommen. Jetzt geht es weiter im Unterarmstütz, einfach auf den rechten Unterarm aufstützen und beide Beine, den ganzen Oberkörper in eine Linie ausrichten. Den anderen Arm nehmen wir nach oben. Wir versuchen hier mit der Schulter nicht nach unten durchhängen, sondern eher nach oben aufzurichten. Richtig wegdrücken die Schulter vom Boden. Setzen die Hand wieder nach unten zum Abstützen, dehnen uns einmal aus. Kommen nach vorne. Und machen das Gleiche auf der anderen Seite. Den Unterarm aufsetzen, beide Beine in eine Linie bringen und den Arm nach oben ausstrecken. Ja, ruhig noch ein paar Sekunden halten. Ja, bei Maxi sieht man, das ist eine perfekte Linie, von den Füßen bis nach oben zum Kopf. Dann wieder zurückkommen, zur Mitte kommen, die Hände wieder aufsetzen, den Rücken ein paar Mal nach oben auswölben und wieder strecken. Dann gehen wir von hier aus mit den beiden Händen ein bisschen weiter nach vorne, ungefähr eine Handlänge nach vorne. Schieben das Becken mit dem Oberkörper nach vorne, so dass man jetzt hier die Knie in der Liegestützposition ganz leicht anheben kann. Und dann geht man mit dem Becken so nach oben.
Wenn man es nicht schafft, die Beine zu strecken, dann kann man hier auch natürlich die Knie immer so ein bisschen beugen. Aber man drückt sich hier richtig kraftvoll mit den Armen von der Matte weg und versucht den Kopf so ungefähr zwischen den Armen auszurichten. Wenn man eine Pause braucht, Knie wieder aufsetzen, einmal nach hinten ausdehnen. Und dann kommen wir wieder nach vorne. Und das, was wir eben auf den Unterarmen gemacht haben, versuchen wir jetzt mit den beiden Händen bzw. mit einer Hand. Das heißt, man kommt in die Liegestützposition, kommt mit beiden Fersen auf eine Seite, zum Beispiel zur rechten Seite. Und dann löst sich automatisch die andere Hand und die Hand kommt nach oben. Hier das Becken sollte nicht zu sehr nach unten durchhängen. Hier versuchen wir das Becken zu heben. Wenn man dann hier noch so ein bisschen Stabilität gefunden hat, kann man versuchen, das obere Bein noch anzuheben. Und wir lösen dann auf, indem wir den Fuß mit Schwung nach vorne bringen, uns abstützen, das Knie aufsetzen und die Arme einfach mal so nach oben ausstrecken. Dann gehen wir in die andere Richtung, nach unten. Wir halten die Position noch und lassen den Oberkörper so ein bisschen tiefer nach unten sinken. Und dann ziehen wir einfach dieses Bein so ein bisschen nach vorne. So, dann kann man sich ganz bequem einfach so hinsetzen und kommt nach vorne in die Dehnung. Hier kann man die Knie auch ein bisschen beugen, ja, wenn die Dehnung zu intensiv ist. Lieber die Beine ein bisschen gebeugt halten. Ansonsten die Beine ein bisschen mehr in Streckung bringen. Und dann. Aus der sitzenden Position kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Beweglichkeit in den Rumpf. Versuchen wir sozusagen eine Liegestütz hinter dem Rücken zu machen. Das heißt, man geht mit beiden Händen auf die rechte Seite, versucht hier so tief wie möglich nach unten zu kommen, wieder nach oben und macht das auf der anderen Seite. Die Beine bewegen sich natürlich ein bisschen mit in Richtung der Drehung, aber das ist erlaubt. Ja, hier ist viel Beweglichkeit gefragt im Rumpf. Das kann man ein bisschen schneller machen, ein bisschen langsamer machen. Am Anfang, wenn man die Übung noch nicht gemacht hat, noch nicht kennt, macht man alles natürlich erstmal ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Machen wir noch einmal jede Seite, bitte schon reindrehen. Ja, man spürt auch hier mit den Armen, muss man richtig hochdrücken. Das ist schon fast so eine halbe Liegestütz. Okay, nochmal nach vorne ausdehnen. So. Okay, jetzt kommt die andere Seite. Wir drehen uns einfach um. Einfach so nach umdrehen. Liegestützposition. Einmal das Becken nach oben nehmen, die Beinrückseiten dehnen. Wieder Liegestützposition. Und dann kommt die andere Seite. Das heißt, die beiden Fersen einfach jetzt zum Beispiel zur linken Seite, wo vorher die rechte Seite gemacht hat, dreht sich auf und streckt den Arm nach oben. Spannung halten. Wenn es machbar ist, auch hier das andere freie Bein anheben. Kurz versuchen, die Balance zu halten. Und dann ruhig wieder mit Schwung den Fuß nach vorne setzen. Und dann das Knie aufsetzen und beide Arme nach oben nehmen, das Becken dabei nach vorne schieben. Und aus der Position, genau wie eben, einfach den Oberkörper jetzt nochmal versuchen, tief nach unten in Richtung Boden, in Richtung Matte abzusenken, Kopf hängen lassen. Und dann kann man einfach das Bein so zurücknehmen, dann setzen wir uns einfach so auf die Matte, in so einem leichten Schneidersitz. Füße kann man so nach vorne überkreuzen. Nicht zu spitz die Knie. Wir drehen einfach mal zur linken Seite oder zur rechten Seite. Kann man auch anfangen. Und versuchen dann immer mit der Hand bzw. mit dem Arm noch mehr zur Seite, noch weiter auszuholen. Kommen zur Mitte und wechseln aber jetzt mal die Beinseite, so dass auch das andere Bein oben ist. Und machen das Gleiche. Und wieder wechseln, sodass wir auch hier jede Seite zweimal
gut ausgedehnt haben. Noch einmal. Und dann letztes Mal. Okay. Dann die Beine aufstellen. Knie zusammen. Aus der unteren Wirbelsäule heraus, aus dem Lendenwirbelsäulenbereich. Einfach das Becken hier zur rechten und zur linken Seite hin und her bewegen. Und man versucht, die Knie zusammenzuhalten. Wenn das nicht funktioniert, kann man die Knie auch leicht öffnen. Und je mehr die Knie geschlossen bleiben, umso höher ist dann die Intensität. So, machen wir noch einmal. Geht gut? Ja, du bist ja glaube ich, sehr beweglich, so wie ich das gesehen habe. So. Okay, und dann strecken wir die Beine nach vorne aus. Einfach so nach vorne ausstrecken und ziehen einfach das rechte Bein heran. So. Und versuchen mit der Ferse sehr nah hier zum Becken zu kommen und stützen uns mit den Händen so nach vorne ab. Und manchmal steht dann das Knie hier noch so ein bisschen nach oben. Dann wäre der nächste Schritt, dass man versucht, das Knie sanft nach unten zu drücken. Aber nur so weit, wie das machbar ist und wie sich das gut anfühlt. Mit der anderen Hand kann man hier einfach den Fuß fixieren. Wenn das leicht geht, kann man die Hände einfach wechseln. Das heißt, mit der Hand einfach übergreifen zum Fuß. Ja, wenn das noch zu früh ist, hält man sich einfach hier am Schienbein fest. Okay, dann die andere Seite wechseln. Ja, wir strecken die Beine wieder aus, ziehen das Bein heran, versuchen wieder mit der Ferse möglichst nah jetzt hier zum Becken heranzuziehen, genau, und kommen auch hier mit der Hand entweder an den Fuß oder ans Schienbein. Das angewinkelte Bein wieder sanft nach unten drücken. Und wenn man möchte, geht man noch einen Schritt weiter, wechselt die Hand zum anderen Fuß, zum vorderen Fuß. Wir lösen die Dehnung auf, strecken beide Beine noch einmal aus, richtig ausstrecken. So. Und jetzt gehen wir mit den beiden Oberschenkeln, mit den Beinen nochmal so nach außen. Ja, wir können uns auch so ein bisschen so hinsetzen, dann haben wir die Matte zum Abstützen. So. Genau, ne? Hier müssen die Knie nicht ganz durchgestreckt sein, die können auch ein bisschen gebeugt sein. Ja? Aber wenn es machbar ist, strecken wir die Beine durch, gehen mit den beiden Händen nach vorne und wandern mit den Händen nach vorne und achten darauf, dass die Füße ganz gerade, ganz senkrecht nach oben stehen. Wir kommen zurück. Wir strecken den Rücken einmal lang nach oben aus. Dann drehen wir den Oberkörper zu einer Beinseite und versuchen hier das Gleiche, mit den beiden Händen rechts und links von dem Fuß den Oberkörper nach vorne zu schieben. Kommen wieder zur Mitte, richten uns einmal auf. Das machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite, genauso. Und kommen wieder zur Mitte, strecken uns nochmal nach oben aus und schließen dann die beiden Beine wieder zusammen, so dass die beiden Fußsohlen zueinander kommen. Rechte und linke Fußsohlen zusammen. Jetzt zieht man dann noch ein bisschen näher zu sich heran. Dann gelingt es auch, dass man die Fußspitzen halten kann. Genau. Und versucht mit den Oberschenkeln rechts und links ein bisschen weiter zum Boden nach unten abzusenken. Und gleichzeitig die Wirbelsäule so ein bisschen nach oben aufzurichten. Mit der Zeit spürt man dann die Dehnung, den Oberschenkelinnenseiten. Wir geben uns eine kleine Pause. Mit dem Ausatmen einfach den Oberkörper nach vorne beugen, Wirbelsäule rund. Und die Beine locker lassen. Und dann noch einmal Spannung aufbringen. Das heißt, die Wirbelsäule nochmal aufrichten, richtig hochziehen. Und jetzt zieht man wieder aktiv die Oberschenkel nach außen. Und langsam wieder zurück. Und dann einfach hinten abstützen, die Beine nach vorne auslegen, kurz auslockern. Dann die Beine aufstellen, dann rollen wir einfach ganz bequem nach hinten auf der Matte zurück. Beine sind angewinkelt, Arme zur Seite nehmen. Und dann strecken wir einfach ein Bein nach vorne, so auf der Matte aus. Und gehen dann jetzt hier über das Bein zur Seite rüber.
dahin. Und man kann jetzt hier noch das Knie oder den Oberschenkel so ein bisschen fixieren. Und den Arm noch mal so ein bisschen weiter in die Diagonale, also richtig schön weit nach hinten strecken. Und dann wieder zurückkommen. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Das Knie richtig anwinkeln. Das sollte nicht so weit vorne weg sein, sondern es ist wirklich so nach vorne angezogen. Und wieder über das Becken die Fußspitze aufsetzen. Den Arm entweder zur Seite oder direkt in die diagonale Position. Und dann zur Mitte wieder auflösen. Und dann zum Aufstehen einfach ein Bein festhalten, ein bisschen Schwung zum Sitzen kommen. So, Beine nochmal auslockern. So. Ich bin jetzt einmal ganz gut durchgedehnt, wieder beweglich. Wie sieht es bei dir aus? Frisch. Okay, Dankeschön. Together We move.